Ende Juni 2024 ist das neue deutsche Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft getreten. Zweifellos hast du auch schon davon gehört. Bekanntlich können nun Ausländer, die in Deutschland leben, für einige Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Heute wollen wir uns einmal mit 7 Fakten zum deutschen Pass und zur deutschen Staatsbürgerschaft befassen. Fakt Nummer 1, der deutsche Pass ist der beste Pass der Welt für das visumsfreie Reisen. Mit keinem Pass kommst du in mehr Länder ohne Visum herein als mit dem deutschen Pass. Es gibt noch einen weiteren Pass, der gleich auflegt, und das ist der Pass aus Singapur. Wenn es also ums visumsfreie Reisen geht, wie gesagt, da ist der deutsche Pass hervorragend. In sage und schreibe 194 Länder kannst du mit dem deutschen Pass einreisen. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel mit dem britischen oder auch mit dem amerikanischen Pass. Der Grund, warum der deutsche Pass in so vielen Ländern gerne gesehen wird und hier zur visumsfreien Einreise akzeptiert wird, ist, dass Deutschland sich bisher bei vielen internationalen Konflikten eher zurückgehalten hat, hier sich auch politisch eher schlichtend und verbindend engagiert hat und nicht so stark polarisiert wie zum Beispiel der UK oder auch die USA, die ja durch ihre Kriege und militärischen Machtdemonstrationen weltweit, vor allen Dingen auch im Mittleren Osten, vielfach für Unbeliebtheit gesorgt haben. Wie gesagt, die Deutschen hielten sich hier politisch eher zurück, haben den Ball flach gehalten. Daher hier die hohe Beliebtheit des deutschen Passes, der im Grunde genommen weltweit ungeschlagen ist, wenn es um die visumsfreie Einreise geht. Fakt Nummer 2, was viele nicht wissen: Auch Deutsche können nun mit dem neuen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen. Eine Staatsbürgerschaft aus einem Drittstaat, wohlgemerkt. Bisher konnte man problemlos Bürger eines anderen EU-Landes und auch der Schweiz werden. Aber nun eben kann man auch eine zweite Staatsbürgerschaft in einem Drittstaat erwerben. Das war bisher nicht wirklich möglich. Man konnte zwar einen Beibehaltungsantrag stellen, damit man nach wie vor die deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten kann, aber normalerweise verfiel die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn man die Staatsbürgerschaft eines Drittstaates angenommen hat. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Deutsche sich hier um eine zweite Staatsbürgerschaft bemühen werden. Ich sehe es bei meinen Mandanten, da ist momentan unglaublich viel los. Du hast vielleicht gehört, es gibt sogenannte Citizenship by Investment Programme. Das sind so ein paar Karibikinseln, wo man relativ schnell einen Zweitpass kaufen kann. Du hast den Pass dann so in 4 bis 6 Monaten, kostet so zwischen 100 und 200.000 $. Und wie gesagt, dort war die Nachfrage in den letzten Monaten ganz enorm. Die geopolitische Situation, die wirtschaftliche Situation, all das, was so momentan in Deutschland, in Europa passiert, das verunsichert die Bürger. Viele fürchten sich nicht nur vor einem Krieg, sondern auch vor einer Finanzkrise, vor der Vernichtung von Vermögen durch den Staat. Stichwort Vermögensabgabe, Lastenausgleich und natürlich, was die EU hier parallel gerade durchzieht im Sinne von AMLA, Vermögensregister, Bargeldobergrenze, Kontrolle von Kryptotransaktionen. Das schafft nicht gerade Vertrauen. Daher sehen viele Deutsche ihre Zukunft außerhalb Deutschlands, außerhalb der EU und bereiten sich jetzt schon mal darauf vor, indem sie sich darum kümmern, einen Plan B zu etablieren. Und Teil jedes Plan B ist natürlich die Überlegung, ob eine zweite Staatsbürgerschaft hier sinnvoll sein könnte. Möglicherweise durch Investment, aber man kann natürlich eine solche Staatsbürgerschaft auch anders erwerben. Man kann zum Beispiel in einem Land mehrere Jahre wohnen. In Argentinien zum Beispiel reicht es, wenn du 2 Jahre wohnst, dann bekommst du diesen Pass und der ist eigentlich gar nicht schlecht. Da kommt man in ziemlich viele Länder auch visumsfrei hinein. Dann gibt es Möglichkeiten, diesen Prozess sogar noch weiter zu beschleunigen, zum Beispiel durch Heirat in diesem Land oder Geburt eines Kindes. Also wie gesagt, man muss nicht immer hier eine Investition tätigen. Vielfach geht es einfach auch durch Warten oder sogar anderweitig. Dritter Fakt zur deutschen Staatsbürgerschaft und zum deutschen Pass: Die deutsche Staatsbürgerschaft hat enorme steuerliche Nachteile. Wenn du Ausländer bist, der in Deutschland wohnt und ambitioniert bist, vielleicht erfolgreich bist als Unternehmer oder dir vorstellen kannst, in Zukunft erfolgreich zu werden oder vielleicht auch in Zukunft erben wirst im Ausland, dann würde ich dir dringend von der deutschen Staatsbürgerschaft
abraten. Wenigstens würde ich dir raten, mich sehr genau mit den steuerlichen Nachteilen der deutschen Staatsbürgerschaft zu befassen. Dort gibt es so Dinge wie zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht oder eben auch die Erbschaftssteuerpflicht. Hier bist du zum Beispiel für 5 bis 10 Jahre auch nach Verlassen Deutschlands noch unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland. Oder eben auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sie macht es letztlich unmöglich für Deutsche als digitale Nomaden in der Welt umherzureisen. Solche Einkünfte wären immer für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Daher also befasse dich gut mit den steuerlichen Nachteilen, die hier die deutsche Staatsbürgerschaft mit sich bringt. Ich würde das nur nach genauer Prüfung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater tatsächlich so entscheiden. Vor allen Dingen, wenn du dir eben vorstellen kannst, dass du in Zukunft nicht in Deutschland lebst, sondern Deutschland möglicherweise wieder verlassen willst. 4. Fakt zur deutschen Staatsbürgerschaft, zum deutschen Pass ist die deutsche Wehrpflicht. Jeder deutsche Mann im Alter von 17 bis 60 Jahren ist im Spannungs- und Verteidigungsfall in Deutschland hier wehrpflichtig. Dem kannst du dich nicht entziehen, auch nicht zum Beispiel durch einen Umzug ins Ausland. Denn wenn dein Umzug ins Ausland nicht genehmigt wird von der Bundeswehr, dann musst du wieder zurückkommen. Das Gleiche sehen wir ja momentan bei ukrainischen Wehrpflichtigen, die in Deutschland sich aufhalten. Diese müssen auch in die Ukraine eigentlich zurück. Die deutsche Bundesregierung ziert sich hier, aber wie gesagt, nicht nur Ukrainer wären davon betroffen. Die Ukraine hat ja in vieler Hinsicht das deutsche Recht zu großen Teilen übernommen, ehrlich gesagt, nach dem Untergang der Sowjetunion, inklusive auch hier das Wehrpflichtsgesetz. Und Deutsche wären ganz genauso davon betroffen, wenn sie im Ausland leben würden und es kommt zum Spannungs- und Verteidigungsfall. Wie gesagt, im Friedensfall ist diese Regelung außer Kraft gesetzt, aber wenn du dir anhörst, wie der deutsche Verteidigungsminister Pistorius redet, er will, dass Deutschland kriegsbereit ist in 5 Jahren. Die Wehrpflicht wurde so halb wieder eingeführt mit einem Fragebogen. Ich denke, das ist Salamitaktik, das soll noch mehr kommen. Also ich würde mir sehr genau überlegen, ob du die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen willst, wenn du ein Mann bist und zwischen 17 und 60 Jahren alt. Denn so wie sich das Ganze hier geopolitisch momentan entwickelt, weiß man nicht, was passiert. Und wie gesagt, es muss ja gar nicht zum Verteidigungsfall kommen. Es reicht ja schon, wenn hier die Bundesregierung einen Spannungsfall ausruft. Natürlich kannst du den Dienst an der Waffe verweigern. Kein Deutscher muss hier Dienst an der Waffe leisten, aber das heißt ja nicht, dass du nicht zum Krieg eingezogen wirst. Du bist dann im Krieg, im Kriegsgebiet, wo jeder ein Gewehr hat, nur du hast keins. Du musst halt dann Kranke und Verletzte aus den Trümmern befreien, während du hier unter Beschuss bist und selbst keine Waffe hast und dich verteidigen kannst. Wie gesagt, keiner kann zum Dienst einer Waffe verpflichtet werden, aber jeder kann zum Kriegsdienst letztlich hier einberufen werden, möglicherweise aber in einer zivilen Funktion, in einer nicht kämpfenden Funktion. Überleg dir gut, ob du dich dem aussetzen willst, ob es wirklich Sinn macht, zum jetzigen Zeitpunkt die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Fakt 5. Ein großer Vorteil der deutschen Staatsbürgerschaft ist, dass Deutschland deutsche Staatsbürger nicht ausliefert. Wohlgemerkt nicht an Drittstaaten ausliefert. An EU-Staaten schon. Da gibt es eben EU-Recht, aber an Drittstaaten nicht. Ich persönlich finde das eine sehr positive Regelung im UK, wo ich ja seit vielen Jahren einen Wohnsitz habe. Ich habe erlebt, wie hier britische Bürger regelmäßig an die USA ausgeliefert werden. Die Briten und die Amerikaner haben ja eine völlig einseitige Auslieferungsvereinbarung unterzeichnet, stark zugunsten der USA. Und die Briten müssen hier ständig britische Staatsbürger ausliefern, die sich in den Augen der US-Justiz in den USA irgendwas zu Schulden haben kommen lassen. Umgekehrt liefern die USA aber niemanden nach UK aus. Da gab es ein Beispiel, wo die Frau eines amerikanischen Soldaten, der in Großbritannien stationiert war, einen Autounfall hatte, bei dem ein junger britischer Motorradfahrer tödlich verunglückte. Die Frau floh sofort in die USA mit dem nächsten Flieger und wurde nicht an die Briten ausgeliefert, wo sie eben hier letztlich sich hätte verantworten müssen vor Gericht. Also es ist meiner Meinung nach daher sehr positiv, dass Deutschland keine Deutschen ausliefert. Zweifellos ein weiterer Vorteil ist die Freizügigkeit innerhalb der EU.
Gerade als junger Mensch ist es hervorragend, wenn du in 26 anderen EU-Staaten leben kannst, zusätzlich auch noch in der Schweiz. Die ist zwar kein EU-Staat, aber jeder EU-Bürger kann auch in der Schweiz leben. Das gibt dir schon das Gefühl von enormer Freiheit. Das erlaubt dir, im Ausland zu leben, dort zu arbeiten, Unternehmen zu gründen und so weiter. Wie gesagt, die Freizügigkeit innerhalb der EU, eine schöne Sache. Fakt Nummer 7, und da schließen wir mit einem Punkt, der jetzt wieder nicht so positiv ist die wachsende Machtfülle der EU. Wir haben es schon in anderen Videos besprochen. Ende Juni 2024 zum Beispiel ist offiziell hier die AMLA an den Start gegangen in Frankfurt, die neue EU-Superbehörde, die hier letztlich zentral die Finanzströme in der EU überwachen wird. Dazu gibt es ein EU-weites sogenanntes Single Rulebook. Das heißt also, es gibt keine Gesetzgebung mehr in den einzelnen Ländern. Die EU gibt die Gesetzgebung zentral vor. Es gibt ein zentrales Gesetz, mehr oder weniger eine Art Bundesrecht, könnte man sagen. Und dieses Recht gilt dann in allen Staaten und dieses Recht wird hier in Frankfurt dann sozusagen überwacht, implementiert und umgesetzt. Das ist nur ein Beispiel für die große Machtfülle der EU. Wir haben es anderweitig auch schon gesehen. Hier wird dann zum Beispiel der Euro als Waffe eingesetzt bei Sanktionen. Hier werden Bürger, die anders denken, die nicht wie der Mainstream denken, möglicherweise unterdrückt. Wir haben es auch gesehen während der Pandemie, wie viele bürgerliche Freiheiten hier eingeschränkt wurden. Da muss ich doch sagen, ist eine Staatsbürgerschaft in einem kleinen Land doch was Besseres. Kleinere Länder haben gar keine Möglichkeit, hier diese Machtfülle gegenüber ihren Bürgern auszuüben. Da ist man mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Normalerweise gibt es auch kein großes Militär, mit Ausnahme der Schweiz. Die Schweiz hat natürlich ein Riesenmilitär. Also kleine Staaten sind meiner Meinung nach auf jeden Fall zu bevorzugen gegenüber großen Staaten. Und wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst, dann bist du nicht nur dem deutschen Staat ausgeliefert, sondern eben auch der EU. Und was da so momentan passiert, das würde ich durchaus als besorgniserregend bezeichnen. Viele Mandanten orientieren sich daher eher weg von Deutschland, muss ich sagen. Das heißt also, sie verlassen Deutschland, sie gehen ins Ausland, sie suchen nach einer Nicht-EU-Staatsbürgerschaft. Viele Mandanten planen auch mehrere zweite Staatsbürgerschaften anzunehmen. Das ist gar nicht unbedingt so schwer, wie man sich das vorstellt, aber es ist eben doch das Tool, um sich optimal abzusichern. Wie gesagt, nur mit einer nicht deutschen Staatsbürgerschaft kannst du dich zum Beispiel der deutschen Wehrpflicht entziehen, sodass du dann also in der Lage bist, falls es zum Kriegsfall, zum Verteidigungsfall kommt, die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben. Dann sind ja auch so Dinge möglicherweise geplant, wie die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, Vermögensregister haben wir schon besprochen. Also wie gesagt, viele unserer Mandanten orientieren sich momentan eher weg von der EU. Vielleicht implementiert man hier auch einen stufenweisen Plan. Man verlässt zunächst Deutschland. Das ist, wie gesagt, der wichtigste erste Schritt, denn die steuerliche Gesetzgebung in Deutschland ist ja mit die strengste und es ist eben wichtig, hier sozusagen einen Cut zu machen, weil man möglicherweise noch 5 bis 10 Jahre hier drangsaliert werden kann vom deutschen Finanzamt. Daher also wichtig, so schnell wie möglich ins Ausland zu gehen, damit eben hier die Uhr anfängt zu ticken. Selbst wenn du also zunächst nur ins EU-Ausland umziehst, dann ist das sicherlich besser, als in Deutschland zu bleiben, wenn für dich so ein Wegzug in Frage kommt. Und man kann dann sehen, wohin man dann umzieht. Natürlich gibt es auch in der EU steuerlich sehr attraktive Länder. Malta, Zypern, Spanien möglicherweise unter bestimmten Bedingungen. Osteuropa hat interessante Optionen. Also als Zwischenschritt durchaus zu überlegen. Nun, so ist es in einer Woche, wo viele darüber sprechen, die deutsche Staatsbürgerschaft neu anzunehmen, wo viele planen, den deutschen Pass zu beantragen, sprechen wir davon, wie man aus Deutschland wegkommt und sich möglicherweise sogar von der deutschen Staatsbürgerschaft trennen muss, obwohl sie nun tatsächlich, wie ich hier auch dargestellt habe, einige Vorteile hat, die man auch nicht von der Hand weisen sollte. Aber tatsächlich ist es für nicht wenige so, dass eben vielfach die Nachteile doch überwiegen. Insbesondere dann, wenn es ums Geld, um Steuern geht. Wenn das auch Themen sind, die dich umtreiben, wenn du ins Ausland umziehen willst, wenn du nach einem Plan B suchst, möglicherweise nach einer anderen Staatsbürgerschaft, wenn du dein Vermögen schützen willst vor staatlichem Zugriff, wenn du neues Vermögen aufbauen willst, steuereffizient, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.